Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Ein armer Holzfäller saß eines Nachts in seinem kleinen Haus, rauchte seine Pfeife am Feuer, während seine Frau neben ihm Faden spann. »Wie einsam es ist, mein Lieber«, sagte er und pustete eine lange Rauchwolke aus, »hier allein zu sitzen. Nur wir beide, ohne Kinder, die mit uns spielen und uns aufheitern, während andere Leute so glücklich mit ihren Kindern scheinen.« »Du hast recht«, seufzte die Frau und drehte das Spinnrad. »Wie glücklich wäre ich, wenn ich nur ein Kind hätte. Selbst wenn es winzig wäre, nicht größer als mein Daumen, ich würde es so sehr lieben.« So seltsam es auch klingt, der Wunsch der Frau erfüllte sich genauso, wie sie es sich gewünscht hatte. Nicht lange danach hatte sie einen kleinen Jungen, der gesund und kräftig war, aber nicht viel größer als ihr Daumen. Sie dachten, nun, wir können nicht sagen, dass wir nicht bekommen haben, was wir uns gewünscht haben, und obwohl er so klein ist, werden wir ihn sehr lieben. Sie nannten ihn Thomas Daumen. Sie gaben ihm viel zu essen, aber egal was sie taten, er wuchs nicht größer. Er blieb die gleiche Größe wie bei seiner Geburt. Trotzdem waren seine Augen hell und lebhaft, und er zeigte schnell, dass er ein kluger kleiner Junge war, der immer wusste, was er tat. Eines Tages, als der Holzfäller sich bereit machte, in den Wald zu gehen, um Feuerholz zu sammeln, sagte er, »Ich wünschte, ich hätte jemanden, der die Karre nachbringt, denn ich möchte mich beeilen.« »O Vater«, rief Tom, »ich kümmere mich darum. Die Karre wird im Wald sein, wenn du sie brauchst.« Der Holzfäller lachte und sagte, »Wie kann das sein? Du kannst ja nicht einmal die Zügel des Pferdes erreichen.« »Mach dir keine Sorgen, Vater«, erwiderte Tom. »Wenn meine Mutter das Pferd anspannt, werde ich in sein Ohr klettern und ihm sagen, wo es lang gehen soll.« »Gut«, sagte der Vater, »lass es uns nur dieses eine Mal versuchen.« Als es Zeit war, spann die Mutter das Pferd an die Karre und setzte Tom in sein Ohr. Während er dort saß, sagte der kleine Junge dem Pferd, wo es lang gehen sollte, rief »Los« und »Halt« nach Bedarf. Das Pferd bewegte sich, als würde der Holzfäller es selbst in den Wald fahren. Es geschah, dass das Pferd ein bisschen zu schnell ging, und während Tom rief, »Langsam, langsam«, kamen zwei Fremde vorbei. »Was für eine seltsame Sache«, sagte der eine. »Da bewegt sich eine Karre, und ich höre einen Fahrer, der mit dem Pferd spricht, aber ich sehe niemanden. Das ist merkwürdig«, sagte der andere. »Lass uns der Karre folgen und sehen, wo sie hinfährt.« So folgten sie ihr in den Wald, bis sie zu dem Ort kamen, wo der Holzfäller war. Als Tom seinen Vater sah, rief er, »Sieh, Vater, hier bin ich mit der Karre wohlbehalten. Jetzt nimm mich herunter.« Der Holzfäller hielt das Pferd mit einer Hand fest und hob seinen Sohn mit der anderen aus dem Ohr des Pferdes und setzte ihn auf einen Heuhaufen, wo er glücklich saß. Die beiden Fremden beobachteten das Ganze mit Erstaunen, ohne zu wissen, was sie sagen sollten. Schließlich zog einer von ihnen den anderen zur Seite und sagte, »Dieser kleine Kerl könnte uns reich machen, wenn wir ihn mitnehmen und in verschiedenen Städten zur Schau stellen. Wir müssen ihn kaufen.« Also näherten sie sich dem Holzfäller und fragten, wie viel er den kleinen Jungen verkaufen würde. »Er wäre bei uns besser aufgehoben als bei euch«, sagten sie. »Ich werde ihn überhaupt nicht verkaufen«, antwortete der Vater. »Mein eigenes Kind ist mir mehr wert als all das Geld in der Welt.« Doch als Tom ihr Angebot hörte, kletterte er an des Vaters Mantel zu seiner Schulter und flüsterte ihm ins Ohr, »Nimm das Geld, Vater, und lass sie mich haben. Ich komme bald zurück zu dir.« So stimmte der Holzfäller schließlich zu, Tom für ein großes Stück Gold an die Fremden zu verkaufen, und sie bezahlten ihn. »Wo möchtest du sitzen?«
fragte einer von ihnen. »Oh, setz mich auf den Rand deines Hutes, das wäre ein toller Platz für mich. Dort kann ich umherlaufen und die Landschaft sehen, während wir reisen.« Sie taten, wie er wünschte, und nach einem Abschied von seinem Vater nahmen sie ihn mit sich. Sie reisten, bis es anfing dunkel zu werden, und dann sagte Tom: »Lass mich runter, ich bin müde.« Also nahm der Mann seinen Hut ab und setzte Tom auf einen Erdhaufen in einem gepflügten Feld am Straßenrand. Aber Tom rannte unter den Furchen umher und rutschte schließlich in ein altes Mäuseloch. »Gute Nacht, meine Herren«, rief er. »Ich gehe. Passt auf und sucht mich beim nächsten Mal.« Die Männer stürmten zum Mäuseloch und stocherten mit ihren Stöcken hinein, aber es nützte nichts. Tom kroch einfach weiter hinein. Schließlich wurde es so dunkel, dass sie ohne ihren Preis gehen mussten und sich sehr enttäuscht fühlten. Als Tom sah, dass sie weg waren, kam er aus seinem Versteck. »Was für ein gefährlicher Ort das hier ist«, sagte er. »Wenn ich von einem dieser großen Erdklumpen falle, könnte ich mir das Genick brechen.« Glücklicherweise fand er eine große leere Schneckenhaus. »Das ist großartig«, sagte er. »Hier kann ich schön schlafen«, und er kroch hinein. Gerade als er einschlafen wollte, hörte er zwei Männer vorbeigehen und miteinander sprechen. Einer sagte: »Wie können wir das Silber und Gold des reichen Pfarrers stehlen?« »Ich habe eine Idee«, rief Tom. »Was war das für ein Geräusch?«, sagte der Dieb erschrocken. »Ich bin mir sicher, ich habe jemanden sprechen hören.« Sie hielten an, um zuzuhören, und Tom sagte: »Nehmt mich mit, und ich zeige euch, wie ihr an das Geld des Pfarrers kommt.« »Aber wo bist du?«, fragten sie. »Schaut auf den Boden«, antwortete er, »und hört, woher der Klang kommt.« Schließlich fanden die Diebe ihn und hoben ihn auf. »Du kleiner Schelm«, sagten sie, »was kannst du für uns tun?« »Ich kann zwischen die Eisenstangen des Pfarrers Hauses schlüpfen und euch alles rauswerfen, was ihr wollt. Das ist eine clevere Idee«, sagten die Diebe. »Mal sehen, was du kannst.« Als sie das Haus des Pfarrers erreichten, schlüpfte Tom durch das Fenster in den Raum und rief so laut er konnte: »Willst du alles, was hier ist?« Das erschreckte die Diebe, und sie sagten: »Sei ruhig. Sprich leise, damit du niemanden weckst.« Aber Tom tat, als würde er sie nicht hören, und rief erneut: »Wie viel wollt ihr? Soll ich alles rausschmeißen?« Die Köchin, die im nächsten Raum war, hörte das Geräusch und setzte sich im Bett auf, um zuzuhören. In der Zwischenzeit hatten die Diebe Angst und rannten ein Stück weg, aber schließlich fassten sie sich ein Herz und sagten: »Der kleine Schelm versucht uns nur zu täuschen.« Also kamen sie zurück und flüsterten ihm zu: »Jetzt hör auf mit deinen Tricks. Wirf uns einfach etwas Geld raus.« Dann rief Tom so laut er konnte: »In Ordnung. Macht euch bereit. Hier kommt es.« Die Köchin hörte das deutlich, sprang aus dem Bett und lief zur Tür. Die Diebe rannten so schnell sie konnten weg, in dem Glauben, ein Wolf verfolge sie. Als die Köchin mit einer Lampe zurückkam, war Tom bereits in die Scheune geschlüpft. Nachdem sie überall nachgesehen und jede Ecke durchsucht hatte, ohne jemanden zu finden, ging sie zurück ins Bett und dachte, sie hätte geträumt. Der kleine Mann kroch in der Heubühne herum und fand schließlich einen gemütlichen Platz, um seine Nacht zu beenden. Er plante, bis zum Tagesanbruch auszuruhen und dann den Weg nach Hause zu seinem Vater und seiner Mutter zu finden. Aber ach, wie unglücklich er war! Welche Sorgen und Traurigkeiten müssen wir alle in dieser Welt ertragen? Die Köchin stand früh auf, vor Tagesanbruch, um die Kühe zu füttern. Sie ging direkt zur Heubühne und trug ein großes Bündel Heu weg, mit Tom, der noch drinnen schlief. Er wachte nicht auf, bis er sich im Maul der Kuh fand, denn die Köchin hatte das Heu in die Futterkrippe der Kuh gelegt,
und die Kuh hatte Tom mit einem Bissen genommen. »Gütiger Himmel«, rief er. »Wie bin ich in dieses Durcheinander geraten?« Aber schnell erkannte er, wo er war, und musste sehr aufpassen, dass er nicht zwischen den Zähnen der Kuh zerquetscht wurde. Bald rutschte er in ihren Magen. »Es ist ziemlich dunkel hier drin«, sagte er. »Sie haben vergessen, Fenster einzubauen, um Licht hereinzulassen. Eine Kerze wäre schön.« Obwohl er versuchte, das Beste aus seinem Pech zu machen, gefiel es ihm dort überhaupt nicht, und das Schlimmste war, dass immer mehr Heu hineinfiel und seinen Raum immer kleiner machte. Schließlich rief er so laut er konnte: »Bringt mir kein Heu mehr! Bringt mir kein Heu mehr!« Die Magd melkte gerade die Kuh, und als sie jemanden sprechen hörte, aber niemanden sah, bekam sie Angst, denn sie war sich sicher, dass es die gleiche Stimme war, die sie in der Nacht gehört hatte. Sie hatte solche Angst, dass sie von ihrem Hocker fiel und den Milchkrug umstieß. Sobald sie sich aus dem Durcheinander aufgerappelt hatte, lief sie zu ihrem Herrn, dem Pfarrer, und sagte: »Herr, die Kuh spricht.« Aber der Pfarrer sagte: »Frau, du musst verrückt sein.« Dennoch folgte er ihr zum Kuhstall, um zu sehen, was los war. Sobald sie hineingingen, rief Tom: »Bringt mir kein Heu mehr!« Der Pfarrer bekam Angst und dachte, die Kuh müsse verzaubert sein, also befahl er seinem Arbeiter, sie sofort zu töten. Die Kuh wurde getötet und zerlegt, und der Magen, in dem Tom war, wurde auf einen Müllhaufen geworfen. Tom begann zu arbeiten, um herauszukommen, was nicht einfach war, aber schließlich, gerade als er Platz machte, um seinen Kopf herauszuziehen, schlug das Unglück erneut zu. Ein hungriger Wolf sprang heraus und verschlang den ganzen Magen mit Tom darin auf einen Bissen und rannte davon. Doch Tom ließ sich nicht entmutigen. Er dachte, der Wolf könnte ein bisschen Unterhaltung gebrauchen und rief: »Mein guter Freund, ich kann dir ein wunderbares Festmahl zeigen.« »Wo ist das?« fragte der Wolf. »In dem und dem Haus«, sagte Tom und beschrieb das Haus seines Vaters. »Du kannst durch den Abfluss in die Küche kriechen und dann in die Speisekammer, und dort findest du Kuchen, Schinken, Rindfleisch, kaltes Hähnchen, Spanferkel, Apfelknödel und alles, was dein Herz begehrt.« Der Wolf brauchte nicht lange zu überlegen. Noch in derselben Nacht ging er zu dem Haus, kroch durch den Abfluss in die Küche und dann in die Speisekammer, aß und trank nach Herzenslust. Als er satt war, versuchte er zu gehen, aber er hatte so viel gegessen, dass er nicht mehr zurück konnte, wie er gekommen war. Das war genau, was Tom geplant hatte, also begann er, einen riesigen Lärm zu machen und rief so laut er konnte. »Kannst du nicht leise sein?« sagte der Wolf. »Du wirst alle im Haus wecken, wenn du so einen Krach machst.« »Was kümmert es mich?« erwiderte Tom. »Du hattest deinen Spaß, jetzt will ich meinen«, und er begann so laut wie möglich zu singen und zu schreien. Der Holzfäller und seine Frau wurden durch den Lärm wach und schauten durch einen Spalt in der Tür. Als sie den Wolf sahen, bekamen sie große Angst. Der Holzfäller rannte schnell nach seiner Axt und gab seiner Frau eine Sichel. »Bleib zurück«, sagte er, »und wenn ich ihn außer Gefecht setze, musst du ihn mit der Sichel aufschneiden.« Tom hörte das alles und rief: »Vater, Vater, ich bin hier. Der Wolf hat mich verschlungen.« Der Holzfäller antwortete: »Gott sei Dank. Wir haben unser liebes Kind wiedergefunden.« Er sagte seiner Frau, sie solle die Sichel nicht benutzen aus Angst, Tom zu verletzen. Dann machte er einen kräftigen Schlag und traf den Wolf am Kopf, so dass er sofort tot war. Als der Wolf tot war, schnitt man seinen Körper auf und befreite Tommy. »Oh«, sagte der Vater, »wie besorgt waren wir um dich.« »Ja, Vater«, antwortete Tom. »Ich glaube, ich habe seit unserer Trennung auf viele Arten die ganze Welt bereist
Und jetzt bin ich so glücklich, wieder zu Hause zu sein und frische Luft zu atmen. Wo warst du? Fragte sein Vater. Ich war in einem Mäuseloch in einem Schneckenhaus, im Hals einer Kuh und im Bauch des Wolfes. Und hier bin ich wieder, wohlbehalten. Nun, sagten sie, du bist jetzt zurück, und wir werden dich nicht für all den Reichtum der Welt verkaufen. Dann umarmten und küssten sie ihren lieben kleinen Sohn und gaben ihm reichlich zu essen und zu trinken, denn er hatte großen Hunger. Sie besorgten ihm auch neue Kleidung, da seine alten während seines Abenteuers ruiniert worden waren. So blieb Meister Daumen bei seinem Vater und seiner Mutter und lebte glücklich zusammen. Auch wenn er weit gereist war und viele aufregende Erfahrungen gemacht hatte, war er sich immer einig, dass es schließlich keinen Ort wie das Zuhause gibt. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.